Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge der Price Rangers. Ich bin Ranger Michi. Und ich bin Ranger Paul. Und zusammen testen wir billige Gitarren. Was haben wir heute hier? Eine Hohner HG 490. Nee, doch nicht. Aber man könnte meinen, dass es eine Hohner HG 490 ist, weil sie nämlich ausschaut wie dem Prince seine Gitarre. Das hat sich wahrscheinlich auch die Firma Harley Benton gedacht, als sie mit der TE80 NT Deluxe Series eine relativ authentische Kopie der Prince-Gitarre geschaffen hat. Was wurde hier verarbeitet? Wir haben einen Korpus aus Esche mit Walnussstreifen, eine Decke aus laminiertem Riegelahorn bzw. eine auflaminierte Decke aus Riegelahorn, einen Hals aus kanadischem Ahorn und ein Griffbrett aus Ahorn. Hier wurde also ein ganzes Sägewerk verbaut. Und dieses Sägewerk ist ganz schön schwer. Wir haben nämlich nachgewogen. 4,3 Kilo. Ist ganz schön Heavy Metal für den kleinen Prince. Was hat uns die Harley Benton TE80 denn elektrisch zu bieten? Wir haben teletypisch 2 Single Coils, einen Dreiwegschalter, Volume Potty und Tone Potty. Keine Ashtray wie oft bei Teles verwendet, sondern eine 6 Saddle Bridge. Und die Tonabnehmer sind von der Firma Wilkinson. Wie diese klingen, zeigt uns Ranger Michi mit den billigen Akkorden. Bisschen krumm klingt sie für meinen Geschmack. Liegt möglicherweise auch daran, dass die Intonation vom Werk her leider noch nicht perfekt eingestellt ist. Also bei mir klang das noch nicht so richtig nach kleinem Prince. Prince hat ja nicht nur Rhythmusgitarre gespielt, sondern auch ein bisschen Soli. Kannst du was in dem Stil vielleicht vorführen? Ja. Klingt schon ganz ordentlich, aber kann sie auch Metal? Passt! Wobei ich mich optisch natürlich nicht so richtig metalmäßig auf die Gitarre einlassen kann. Sie ist schon sehr funky und nicht richtig evil. Kommen wir zur Gegenüberstellung der harten Fakten. Was hat uns bei dieser Harley Benton T80 gefallen und was nicht? Ich fange einfach mal mit den Schwächen an. Ich finde sie ganz schön schwer. Wir sitzen hier bequem auf der Couch, das geht ja noch, aber ansonsten stehen, Bandscheibenvorfall, fast garantiert. Die Bünde sind nicht poliert, darüber kratzen auch die rostigen Werkseiten ganz ordentlich. Die Pickups liefern teletypische Sounds, wobei für meinen Geschmack der Bridge Pickup viel zu schrill ist. Ich möchte darüber hinaus noch anmerken, dass mir persönlich der Hals ein bisschen zu dick ist und auch dem ein oder anderen Anfänger mit vielleicht kleineren Händen zu fett sein könnte. Aber die Seitenlage ist zu hoch, sogar für mich. Dass er das mal sagen würde. Wer hätte das gedacht? Hier und da zeigen sich natürlich auch Verarbeitungsmängelchen, wie zum Beispiel beim schwarz aufgemalten Binding. Die Griffbrettflanke hat hier eine kleine Delle. Aber ansonsten gibt es nicht viel zu meckern. Positiv anzumerken sind die Stimmmechaniken, die funktionieren eigentlich sehr zuverlässig. Die Bridge macht es möglich, jeden Seitenreiter einzeln einzustellen. Ein großes Plus für alle Prince-Fans ist natürlich die Optik. Bekommen wir eigentlich auch was außer der Prince-Gitarre im Karton geliefert? Wir bekommen Plektren, ein Kabel sowie die nötigen Schlüssel, um die Intonation und die Halskrümmung einzustellen und einen Sticker. Die alles entscheidende Frage am Ende eines jeden Price Rangers Videos: Tonne oder Goldständer? Ich mag ja Prince.
Deswegen schon mal einen Goldständer. Ich habe mit Prince noch nie so wahnsinnig viel anfangen können und mir gefällt diese Gitarre auch nicht wirklich gut. Aber man kann damit was anfangen und deswegen auch von meiner Seite Goldständer. Die Ranger bedanken sich bei euch fürs Zuschauen, hoffen euch hat der Clip gefallen. Teilt ihn, abonniert unseren Channel und folgt uns bitte auch auf den anderen sozialen Medien. Facebook, Twitter, Instagram, www.pricerangers.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da, 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 da.